Hallo, ich möchte Ihnen hier die grundlegenden Funktionen des BSCW Social vorstellen. Schon die erste BSCW-Version vor über 25 Jahren bot die wesentlichen Dinge heutiger Online-Kooperationssysteme. Entsprechend bietet der aktuelle BSCW Social eine ausgefeilte Online-Dokumentenverwaltung, wo man Bereiche erstellen und personalisieren kann. Wir legen hier zum Beispiel für ein neues Projekt einen Ordner bzw. Teamraum an. Nun laden wir das erste Konzept und eine Projektskizze hoch, welche wir weiter ausarbeiten wollen. Dies geht gemeinsam besser, also laden wir Lisa in diesen Ordner ein. Im Chat können wir uns jetzt direkt eine erste Rückmeldung einholen und das weitere Vorgehen besprechen. Unsere Projektskizze fügen wir einfach per Drag and Drop in die Nachricht ein. Lisa gefällt die Idee, sie möchte, dass mehr daraus wird. Da wir nun intensiver im Team miteinander arbeiten, schalten wir unsere Aktivitäten für dieses Projekt frei. So sehen die anderen Teammitglieder in diesem Projekt, woran man gerade arbeitet. Da macht das gemeinsame Arbeiten mehr Spaß und man kann sich besser abstimmen. Wir sehen, wie Lisa sich das Konzept nochmal genauer anschaut. Bevor es Missverständnisse gibt, entscheiden wir uns, sie einfach in dem Projektordner anzurufen. Hier können wir auch unseren Bildschirm teilen und das Konzept gemeinsam durchgehen und verbessern. Um Aktivitäten in verschiedenen Bereichen besser voneinander unterscheiden zu können, setzen wir für diesen Bereich ein Logo. Denn sind erst einmal weitere Projekträume entstanden, hilft das Logo dabei, zum Beispiel neue Nachrichten besser einem Bereich zuordnen zu können. Auf der rechten Seite erhält man stets einen Überblick über neue Nachrichten in Unterbereichen. Um Teamarbeit besser zu organisieren, lassen sich in BSCW ganz einfach Aufgaben anlegen und teilen. Hier planen wir nun die nächsten Schritte unseres Projektes. Nach Wunsch kann man eine Zeitabschätzung vornehmen, Termine setzen oder Aufgaben zuweisen. Hier setzen wir die Frist unseres Antrags. Termine und Fristen lassen sich auch mit dem eigenen Kalender synchronisieren und erscheinen somit auch in Ihrem lokalen Kalenderprogramm. Selbstverständlich kann man im BSCW auch Aufgaben in Nachrichten einfügen. Während auf der rechten Seite geteilte Aufgaben zu sehen sind, findet man auf der linken Seite seine persönliche Aufgabenliste. Sobald man sich einer Aufgabe annimmt, wird das den anderen Teammitgliedern angezeigt. Praktischerweise können wir in BSCW sämtliche Informationen jederzeit restrukturieren. So ziehen wir einfach die Chatnachricht mit den Partnerinformationen in die dazugehörige Aufgabe. Ebenso scheint es uns an der Zeit, alle Dinge bezüglich des Antrags neu zu sammeln. Hierzu legen wir einfach einen neuen Ordner an und ziehen dort sämtliche Nachrichten und Aufgaben hinein. Dies geht schnell und einfach. Auf diese Weise wächst der BSCW mit dem Umfang seiner Inhalte. Außerdem lassen sich Informationen so nicht nur gut bündeln, sondern große Aufgaben jederzeit in kleinere Aufgaben unterteilen, wovon die einzelnen leichter verteilt und bewerkstelligt werden können. Jedem Bereich kann im BSCW eine Beschreibung hinzugefügt werden. Wir nutzen die Beschreibung, um Resultate, den aktuellen Stand oder andere wichtige Informationen festzuhalten. Der Titelbereich lässt sich wie ein Textdokument formatieren. Auch hier kann man sämtliche andere BSCW-Objekte wie Dokumente, Aufgaben oder Nachrichten einfügen. Hier etwa nutzen wir die Suche, um unser bereits hochgeladenes Konzept als Ergebnis einzufügen. Die Beschreibung im Banner lässt sich vielfältig einsetzen, um Informationen im Team zu sammeln und zu verteilen. So werden die Resultate der Aufgaben zum Beispiel nun auch in der ursprünglichen Anfrage von Lisa angezeigt. Klasse, dieser BSCW. Damit bietet BSCW mehr als nur die Summe seiner Einzelfunktionen. Durch die Kombination einzelner Komponenten lässt sich ein und derselbe BSCW bequem zum Kundenmanagement, Arbeiten mit Vorlagen bzw. Verfahren oder SOPs, zur Buchhaltung oder beliebigen anderen Abläufen in Ihrem Unternehmen verwenden.